Ich denke auch nicht, dass ich der Vorzeigemensch bin, was dieses Thema angeht. Bis vor ein paar Jahren habe ich mir noch nicht mal Gedanken gemacht, was mit meinem Müll passiert, wenn ich ihn wegschmeiße. Es war so ein bisschen das aus den Augen, aus dem Sinn-Prinzip. Und ich denke, das wird sich nochmal schlagartig ändern, sobald ich diese Reise antrete. Am meisten freue ich mich natürlich aufs vietnamesische Essen und auf das Land allgemein. Es soll ein sehr schönes Land sein, trotz der Plastikkrise. Und natürlich bin ich auch gespannt auf die ganzen Eindrücke und Erfahrungen, die wir sammeln werden. Es wird bestimmt wieder heftig. Und bevor ihr Crybabies direkt wieder anfangt mit Wieso musst du extra nach Vietnam fliegen? Ihr habt absolut recht. Das entschuldigt es zwar nicht komplett, aber man kann, falls ihr es noch nicht wusstet, über bestimmte Seiten ein Zertifikat erwerben fürs Kompensieren der Treibhausgase und somit ein tiny bit vielleicht ausgleichen. Ich habe euch mal ein paar Links in der Beschreibung gelassen. Übrigens, jetzt schon super viel Plastik im Flieger. Aber dazu später mehr. Erstmal wurden wir so begrüßt. Also das ist richtig mein Dream. Ich bin meinem Müll hinterhergeflogen. Willkommen in Vietnam. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum Vietnam? Hier sieht man die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt einfach viel besser als bei uns in Deutschland. Außerdem wird der Müll aus Deutschland teilweise exportiert in asiatische Länder, unter anderem auch hierher nach Vietnam. Die Plastikkrise ist also kein Problem, das man nur national sehen kann, sondern man muss wirklich die ganze Erde betrachten. Vor allem, weil Deutschland unter den Top 4 Ländern der größten Plastikproduzenten weltweit ist. Und es wird sogar geplant, noch mehr Plastik zu produzieren, obwohl jeder weiß, dass es ein Problem ist auf unserer Erde. Und was das für Folgen hat, zeige ich euch in diesem Video. Besonders die Auswirkungen auf der Insel Phu Quoc, auf der wir uns gerade befinden. It's Phu Quoc. Phu Quoc. I love it! Der WWF unterstützt hier viele Programme, um zum Beispiel Müllentsorgungssysteme zu schaffen, die es hier einfach nicht gibt. Wir schieben unseren Müll in andere Länder, die das Geld und die Systeme nicht haben, um diesen Müll zu verarbeiten. Heute sind wir vom Westen der Insel in den Osten gefahren, in ein Dörfchen namens Da Chang. Da Chang? Da Chang? Wie? Irgendjemand muss es mir sagen. Den Namen, wie der richtig ausgesprochen wird vom Dorf. Da Chang? Ihr habt's gehört. Der WWF unterstützt hier ein Projekt natürlich zur Müllsammlung und zum Bewusstsein über Plastikmüll. Und das gucken wir uns mal an. Die Schüler machen hier jetzt so einen Plastikkurs. Sie haben, wenn sie die richtige Antwort gesagt haben, den Jutebeutel vom WWF geschenkt und die freuen sich da so drüber. Das ist so süß. Natürlich ist auch Teil dieses ganzen Projekts nicht nur drüber zu sprechen, sondern auch Taten zu vollziehen. Deswegen gibt es jetzt ein großes Strand-Cleanup, denn wie ihr vielleicht sehen könnt, liegt hier ziemlich viel Plastik am Strand. Weil hier ist es natürlich nicht so, dass einfach die Müllabfuhr kommt und den Müll mitnimmt. Aber guck mal, krass, Zahnbürste. Sein Face, Mut einfach.
Außerdem wird nicht nur Müll am Strand aufgesammelt, sondern auch bei den Familien. Denn wie schon gesagt, hier gibt es nicht wirklich eine Müllabfuhr. Das heißt, die Leute müssen sich hier auch selber darum kümmern, ihren Müll von ihren Häusern einzusammeln. So viel von dem Müll wurde jetzt aufgesammelt, wenn man sich denkt, das war eigentlich eine relativ kurze Aktion und es ist so viel Müll dabei rausgekommen. Aber es ist trotzdem lange noch nicht, es ist nicht mal annähernd besser geworden und das Problem ist, selbst wenn man das jeden Tag machen würde, die Plastikproduktion wächst ja immer weiter und es wird immer mehr weltweit. Das heißt, es würde immer wieder neuer Müll angespült werden. Und klar ist das ein Anfang, aber da muss auf jeden Fall noch so viel passieren. Umso mehr sieht man aber halt, dass das Problem an der Ursache gepackt werden muss. Wo kommt der Müll aber hin, nachdem wir ihn jetzt eingesammelt haben? Die Müllkippen hier sind voll, offen und man hat kein Geld, um Systeme zu schaffen, die zum Beispiel Plastik entsorgen. Dieser Müll liegt auf offenen Mülldeponien, wenn man sie überhaupt Deponien nennen kann. Ich glaube, man könnte das eher als Müllkippe bezeichnen. Frei rum. Das heißt, jedes Mal, wenn es regnet oder nur ein Windhauch kommt, wird Plastikmüll in unsere Meere gestreut. Und die ganzen Schadstoffe vom Plastik sickern in den Boden und ins Grundwasser ein. Diese hier ist geschlossen, weil einfach so viel Müll auf der Insel ist, dass diese Müllkippe einfach voll ist, zugemacht wird. Und dann liegt dieser Müll hier einfach, weil es hier keine Mittel gibt, den Müll irgendwie weiter zu verarbeiten. Auf dieser Insel entstehen täglich 200 Tonnen Müll. Es ist eine Insel, Leute. Unter anderem auch durch die Touristen, die hier unterwegs sind. Und man kennt es ja selber, ich kenne das auch, wenn man als Tourist unterwegs ist, greift man viel öfter zu Einwegplastik und Verpackungen aus Plastik etc. Das ist jetzt zu 70% organischer Müll, der sich zersetzt, aber ist halt mit Plastik gemischt. Und die versuchen das irgendwie zu trennen, damit die ein bisschen vorankommen. Aber wie die den Müll trennen, ist nicht wirklich effizient. Aber sie geben halt ihr Bestes, alles was sie tun können. Es gibt so große Röhren mit Löchern drin. Da schmeißen die den Müll rein, um den Plastik irgendwie rauszusortieren und rausfallen zu lassen. Die versuchen dann Kompost irgendwie da rauszubekommen, aber da sind natürlich immer noch super viele Plastikteile drin. Der Plastikmüll, der dann übrig bleibt, wird dann irgendwo vergraben. Mülldeponien, wo Plastikmüll entsorgt wird in Deutschland, kosten halt Millionen von Euro. Ich glaube über 10 Millionen nur eine. Und das Geld gibt es hier halt dafür nicht. Echt nicht mehr witzig. Ich wollte gerade da reinsteigen, um ein Bild zu machen. Beide Beine sind versunken in diesem Ranzwasser. Vor allem, das ist so dumm, weil, ey, das ist richtig giftig, dieses Wasser, ne? Da sind ja voll die krassen Schadstoffe von dem Plastik drin. Vorsicht, Ken. Ja. Nicht wieder. Nicht. Oh, oh. Krass. Jetzt stinke ich auf jeden Fall erstmal den ganzen Tag nach Plastikmüll. Voll die Suppe in meinem Schuh. Hast du mitbekommen, was mir gerade passiert ist? Du bist in den Abgrund gefallen. Stinke ich dich leider ein bisschen an wahrscheinlich. Tust du die ganze Zeit sowieso? Damit ich nicht nur... Ja. Oh nein, scheiße. Tja, also meine Schuhe kann ich dann glaube ich wegschmeißen. Die sind auf jeden Fall toxisch. Also, scheiße. Scheiße.
machen wir jetzt? Wir können nur versuchen, überall Abfallsysteme zu schaffen, viel wegzuräumen, keine Strohhalme, To-Go-Becher oder allgemein Einwegplastik zu benutzen. Aber das wird alles nichts bringen, wenn wir die Leute mit Geld und dem Einfluss nicht davon überzeugen, dass es die Nummer 1 Priorität ist, nicht mehr so viel Plastik zu produzieren und endlich auf unsere Umwelt aufzupassen. Und wenn ihr uns in dieser Message unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne die Petition unterschreiben. Die ist in der Beschreibung, der erste Link. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Oh my god! Traditional Vietnamese cupcakes.